automatisierte Prozesse für die Rewe Group hat eine Riesenbedeutung. Eine Riesenbedeutung für die Rewe und glaube ich auch für den Einzelhandel im Allgemeinen, weil Einzelhandel steht in einer Riesenkonkurrenz zum Onlinehandel. Wir sind zwar auch im Onlinehandel tätig, aber die Margen werden immer enger. Das heißt, alles, was rückwärtige Bereiche sind, Zahlungsverkehr, Cash-Management, Treasury, muss möglichst automatisiert, möglichst professionell, möglichst mit hoher Geschwindigkeit ablaufen. Insofern hat das immer mehr an Relevanz für uns, weil Payments, Zahlungsverkehr ist letztlich ein Kostenfaktor und das muss möglichst professionell und kostengünstig ablaufen. Für den Zahlungsverkehr im Einzelhandel, ich würde es zweigeteilt beantworten. Ich gehe erstmal auf das Thema Sicherheit, Betrug. Dann spüren wir sehr deutlich eine Verschärfung. Die Fraudster werden immer geschickter, die Fälle werden immer komplexer. Wo man vielleicht auf Anhieb nichts erkennen würde, würde man in der Kombination von verschiedenen Triggern sehr schnell merken, das ist ein Fraudfall. Aber die einzelne Handlung an sich ist im Zweifel nicht erkennbar. Bedeutet für uns, dass wir uns professionelle Systeme nehmen müssen, zum Beispiel von Serala, um die Kombination von bestimmten Konstellationen zu erkennen, Alerts auszulösen, Transaktionen zu blockieren, um dann auch im Einzelfall Transaktionen anzuhalten. Zweite Herausforderung ist, dass wir im Zahlungsverkehr am POS, wo wir früher viel mit Kartenzahlungen hatten, extrem viel Bargeld hatten. Bargeld geht immer mehr zurück. Merken wir jetzt, dass neben den Kartenzahlungen Mobile Payment immer mehr an Bedeutung gewinnt, aber auch zum Beispiel im E-Commerce, die PayPals dieser Welt, also andere PSPs, dazukommen. Das heißt, der Zahlungsmix, der Zahlungsstrauß wird immer bunter, was für uns aber auch bedeutet, in der Verarbeitung all dieser Transaktionen, im Cash-Management wird das Ganze immer komplexer und da brauchen wir auch sehr professionelle Systeme, um das handeln zu können. Wir haben gestartet mit der Autobank vor vielen Jahren. Die läuft sehr erfolgreich bei uns mit, glaube ich, sehr hohen Matching-Raten. Also das Tool ist für uns ein Segen, muss man ganz klar sagen. Ohne dieses Ding wird es nicht mehr gehen. Danach haben wir Payments etabliert, sind weitestgehend weltweit damit tätig. Damit, glaube ich, konnten wir den Zahlungsverkehr sehr professionalisieren. Aktuell ist BAM, IBAM im Rollout. Das heißt, wir werden, denke ich mal, jetzt in Q3 die ersten Kontoabschlüsse automatisch verproben wollen. Mandate verwalten etc. ist für uns eine sehr schöne Sache. So im Ausblick versuchen wir jetzt uns mal in den kreditorischen Bereich mit Serala reinzubewegen. Heißt, Workflows zu designen, wie können wir das, was wir im Moment haben, vielleicht auch etwas sinniger aufstellen, auch mit Blick auf S/4HANA. Ja, sehr deutlich. Vor allem, wo man vielleicht früher noch so eine isolierte Funktion betrachtet hat. Wir haben hier auf der Tagung ganz oft End-to-End gehört. Das ist ein Buzzword wie viele andere auch, aber trotzdem ist es ganz wichtig, dass wir vorne beginnen und hinten aufhören. Da greifen die Anwendungen der Serala sehr schön ineinander und das ist etwas, was wir gerade im Procure-to-Pay uns auch anschauen wollen. Zum einen war uns wichtig, dass wir ein integriertes Tool hatten, dass wir nicht eine bunte Welt an Anbietern hatten, die alles Mögliche versprechen, im Zweifel nicht halten, sondern dass wir ein integriertes Tool haben, wo wir möglichst keine wartungsintensiven Schnittstellen haben, bezahlbare Lösungen haben und wo wir Tools einsetzen, die sehr nah am Markt sind. Heißt, nehme ich mal Payments, wenn wir mit Payments uns jetzt auch in Echtzeitzahlungen bewegen, dann sehe ich Serala, die schon ganz feste daran arbeitet,
diese Zukunftsthemen auch wirklich zu etablieren. Die Serala ist am EPC dran, an all diesen Gremien, die auch Zahlungen weiterentwickeln. Und das hat immer wieder Einfluss auf die Module, auf die Tools, die eingesetzt werden, die sich dann auch weiterentwickeln. Welche Vorteile, welche Einsparpotenziale hatten wir vielleicht durch diese Lösungen? Das sind eine Menge. Nehmen wir mal die Autobank. Bei der Autobank ist es ganz einfach ersichtlich, wo man vorher eine Menge Bankbuchhalter brauchte, die irgendwelche Dinge wegarbeiteten, kommen heute wenige Menschen morgens früh zur Arbeit und die Maschine hat im Grunde, die Robotics hat im Grunde die Arbeit schon getan. Das zu quantifizieren ist schwierig, aber leicht abzusehen, das sind eine Menge an Einsparpotenzial. Wenn man weitergeht, BAM, IBAM, da erhoffe ich mir jetzt im dritten Quartal, wenn wir das erste Mal die Bankgebühren analysieren werden, dass wir auch da Einsparpotenziale erzielen werden. Aber drittes wäre zum Beispiel im Bereich Payments und Account Statement. Bankausschreibungen zum Beispiel können wir viel professioneller machen, weil wir einfach extrem gut auswerten können, welche Zahlungstypen, Mengen haben wir etc. Das nehmen wir in die Ausschreibung ganz konkret mit rein und können extrem gut uns aufstellen diesbezüglich. Beides ist da. Die Rewe ist eine Genossenschaft, ist dezentral grundsätzlich aufgestellt. Im Thema Finanzen sind wir allerdings sehr zentral, betreiben allerdings lokale Hubs. Und da muss ich ehrlicherweise wieder sagen, kommen uns die Tools der Serala sehr schön entgegen, weil man diese Hub-Steuerung sehr gut auch systemisch ausprägen kann, wo man gewisse Freiheiten lassen kann, aber dennoch eine Richtlinienkompetenz und auch die Fäden, das Heft des Handels weiterhin in der Hand behält. Glaube ich, ein ganz wichtiges Thema. Das war zum Beispiel bei der Ausschreibung von Payments ein ganz entscheidendes Kriterium. Da haben wir sehr ausführlich, auch mit Beraterunterstützung, einen Auswahlprozess gemacht. Und ein ganz entscheidendes Kriterium war die SAP-Integration. Warum? Die SAP ist, oder die Rewe ist sehr SAP-affin, hat relativ viele Produkte der SAP auch im Einsatz. Wir haben uns aber ganz bewusst entschieden, zum Beispiel im Payments-Bereich, im Kontoauszusbereich, einen Anbieter zu wählen, der ein Add-on, ein integriertes Produkt bietet, weil wir keine Schnittstellen aufwendig pflegen müssen. Die Serala kennt die Tabellen, wo ich was herholen muss, wo ich was hinschieben muss. Das Ganze greift wunderbar ineinander und der User selber merkt im Grunde im Menübaum überhaupt nicht, ist er jetzt in der SAP oder ist er in Serala. Er arbeitet einfach in seinem Finance-Tool. On-Premise und Cloud, wie stellen wir uns da auf? Im Moment warten wir noch ein bisschen zu. Im Moment sind wir mit den meisten Teilen noch On-Premise, verschließen uns aber Cloud-Lösungen nicht, achten natürlich sehr darauf, welche Daten liegen wo. Und welchen Nutzen bringt das? Insbesondere da, wo ich jetzt anonymisiert das Wissen oder auch die Algorithmen auch von anderen Serala-Clients mit nutzen kann, ist natürlich ein riesen Benefit gegeben. Ich glaube, das wird für uns immer bedeutender werden. Wir merken es alleine, Sie haben es schon gesagt, bei den Payment Service Providern. PayPal ist bei uns ganz normal angebunden. Andere Schnittstellen wird es geben, auch in der Zukunft. Das ist für uns wichtig. Nimmt man mal alleine PayPal. In dem Moment, wo ich da wieder auf webgebundene, vielleicht sogar 2 Augen basierende Lösungen geben würde, wäre das ein vollkommener Bruch mit allen Grundsätzen, die wir hätten. Deswegen ist diese Konnektivität für uns enorm wichtig. Alles andere würde keinen Sinn machen.